Hier geht es weiter mit den Aufgaben in den Themenkursen. Das ist die Kursansicht im Themenkurs. Oben siehst du das Bild und den Titel. Darunter sind die Aufgaben nach Themen sortiert. Die Titel der Themenabschnitte sind die Aufgabennummern im Wolkenkratzer. Hier sind das für Lektion 6 Nummer 10a, 10b und 10c im Kursbuch. Siehst du die Icons neben den Aufgaben? Das Lehrerin erklärt Icon ist auch oben auf dem Kursbild. Heute Morgen habe ich es auch im Wolkenkratzerbuch direkt neben Aufgabe 10c gesehen. So weißt du immer, dass du hier im i-Trainer neue Grammatik lernst, Schritt für Schritt. In Aufgabe 3a gibt es eine interaktive Slideshow. Hör gut zu. Was sagt die Person im Video? Welches Verb ist das? Der Mann hat gewartet. Du klickst auf Haben und bekommst deinen ersten Stern. Richtige Antwort. Schauen wir uns Aufgabe 2 zusammen an. Auf Slide 2 gibt es eine Drag-and-Drop-Aufgabe. Oh, nicht alles richtig. Das muss ich wohl wiederholen. Wenn du die Slideshow fertig hast, bekommst du unten rechts via Nächste Aktivität zur nächsten Aufgabe. Deine Antworten sind gespeichert. Mit dem Puzzle-Icon kannst du dein Wissen mit kleinen Spielen und Kombinationsaufgaben trainieren. Unten im Themenkurs gibt es den Pokal. Hier testest du dein Wissen final. Gib deine Antworten ab und bekomme direkt danach dein Ergebnis. Das waren die 3 wichtigen Ebenen im i-Trainer: Dashboard, Kurs und Aufgabe. Klicke jetzt direkt auf den Link in deiner E-Mail oder melde dich bei zdsk.de/Wolkenkratzer an. Los geht's! Mit dem i-Trainer wird dein Deutsch jeden Tag ein bisschen besser.